Ja, dann könnten wir eigentlich anfangen. Okay. Ja, dann herzlich willkommen allen, die hier teilnehmen und uns zuhören von draußen zu unserem Online-Lesekreis. Wir sind jetzt in der GA 99, die Theosophie des Rosenkreuzers, schon im letzten Vortrag, im 14. Vortrag. Und dieser letzte Vortrag hat den Titel Das Wesen der Einweihung. Wir sind gerade im PDF auf Seite 156. Ja, zunächst wollen wir den Wochenspruch lesen. Ich glaube, es ist schon der 52. 51. 51? 51. Aha. Ich kann ihn lesen, ich habe ihn vor mir. Okay, bitte. Frühlingserwartung. Ins Innere des Menschenwesens ergießt der Sinne Reichtum sich. Es findet sich der Weltengeist im Spiegelbild des Menschenauges, dass seine Kraft aus ihm sich neu erschaffen muss. Wiederhole. Ins Innere des Menschenwesens ergießt der Sinne Reichtum sich. Es findet sich der Weltengeist im Spiegelbild des Menschenauges, dass seine Kraft aus ihm sich neu erschaffen muss. Danke schön. Danke, Thomas. Danke, Thomas. Ich habe die Zusammenfassung gemacht. Bitte, Susanne, ja. Dann übernehme ich direkt deinen letzten Satz, liebe Elke, das Wesen der Einweihung. Darum geht es in dem 14. Vortrag. Und zwar um die beiden Methoden, die die Einweihungsschulung, die sich auf die Einweihungsschulung beziehen. Das heißt, einmal beschreibt Rudolf Steiner den Yoga-Weg, der den Menschen hinaufschauen lässt in die Reiche, aus denen die Menschen damals selbst herausgestiegen sind. Der Yoga-Weg ist ein Weg, den der Mensch machen kann, der ihn aber mehr in seiner Vergangenheit noch hält. Der andere Weg, den Steiner beschreibt, das ist der christliche Weg. Und der neue, der sich auch daraus entwickelt hat, das ist der Rosenkreuzer Weg. Und diese beiden Wege, die verweisen den Menschen eher in die Zukunft. Für das Abendland, so schreibt Rudolf Steiner, gelten für die esoterische Schulung vorzugsweise der christliche Weg oder der Rosenkreuzer Weg, wobei man sich für den christlichen Weg für eine gewisse Zeit besser aus dem gesellschaftlichen Leben zurückziehen soll, um nachher dort wieder einzutauchen. Wohingegen der Rosenkreuzer Weg eher im alltäglichen Leben eingewoben wird. Der christliche Weg, also er stellt die so gegeneinander. Jetzt haben wir erstmal den christlichen Weg letztes Mal gelesen. Und da beschreibt er den, der mehr aus dem Johannesevangelium vorgeschrieben wird. Das Johannesevangelium ist eine Art Meditationsbuch, in dem man liest und fühlt und innerlich wahrnimmt, wer Jesus Christus war und wie er gewirkt hat und wie ich ihn über das Wachrufen von Gefühlen, also von inneren Gefühlen, in mein Herz einziehen lassen kann. Es ist also dann eher über eine Art Meditation oder Kontemplation, wo man immer wieder sich in die Gefühle rufen muss, wer Christus war und mit welcher Kraft er gelebt hat und dass er wirklich in einen menschlichen Leib eingezogen ist.
Das Johannesevangelium hat eine große Kraft, um den Weg der Einweihung zu gehen. Und dazu werden da die 7 Stufen gelehrt, um diese Gefühle der Liebe halt zu entwickeln. Und dann sind wir beim letzten Mal an 3 Stufen gekommen oder haben über die ersten 3 Stufen gelesen. Die erste Stufe ist die Fußwaschung, die besagt, dass wir gerade den niedereren Wesen demütig sein sollen. Da gibt er das Beispiel, dass die Pflanze aus der Erde wächst und höher ist als die Erde, aber sich trotzdem dann immer verneigt, weil ohne die Erde könnte die Pflanze nicht wachsen. Dann hatten wir die zweite, das war die das war die Geißelung, genau. Da geht es darum, dass wir Schmerz und Pein ertragen sollen. Und bei der dritten, die Dornenkrönung, da ging es darum, dass wir Spott und Hohn der halt Menschen, die auf dem geistigen Wege sind, dass wir das ertragen sollen. Also alles, was mit unserer geistigen Kraft zu tun hat, das sollen wir ertragen. Ja, so weit sind wir gekommen. Ja, danke, Susanne, sehr gut. Ja. War sehr schön. Danke. Super. Danke, Susanne. Ja, sehr gerne, danke. Ja, jetzt geht's weiter mit der Kreuzigung. Magst du weitergeben? Ja, gebe ich gerne. Da jetzt auf Seite 156. Unten. Danke, Elke. Ich gebe an Christine weiter. Danke, Susanne. Das 4. ist die Kreuzigung. Da muss der Schüler wieder ein ganz bestimmtes Gefühl in sich entwickeln. Heute identifiziert der Mensch seinen Leib mit seinem Ich. Wer die christliche Einweihung durchmachen will, muss sich gewöhnen, seinen Leib so durch die Welt zu tragen, wie man einen fremden Gegenstand, etwa einen Tisch, trägt. Fremd muss ihm sein Leib werden. Wie ein Fremdes trägt er ihn zur Tür hinein, zur Tür hinaus. Wenn der Mensch in diesem Grundgefühl genügend weit fortgeschritten ist, zeigt sich ihm das, was man die Blutprobe nennt. Gewisse Rötungen der Haut an bestimmten Stellen treten so auf, dass der Mensch die Wundmale Christi hervorrufen kann an den Händen, den Füßen und an der rechten Seite der Brust. Wenn der Mensch durch die Wärme des Gefühls imstande ist, die Blutprobe in sich zu entwickeln, was das äußere Symptom ist, dann tritt auch das Innere, Astrale ein, dass der Mensch sich selbst gekreuzigt sieht. Das 5. ist der mystische Tod. Der Mensch schwingt sich immer mehr und mehr hinauf zu der Empfindung, ich gehöre in die ganze Welt hinein. Ich bin so wenig ein selbstständiges Wesen wie der Finger an meiner Hand. Eingebettet fühlt er sich in die ganze übrige Welt wie zu ihr gehörig. Dann erlebt er, als ob alles um ihn herum sich verdüstere, als ob eine schwarze Finsternis ihn einhülle, wie ein Vorhang, der sich um ihn verdichtet. Während dieser Zeit lernt der christlich Einzuweihende alles Leid und alle Schmerzen, alles Böse und alles Unheil, das der Kreatur anhaftet, kennen. Das ist das Hinabsteigen in die Hölle. Das muss jeder erleben. Dann tritt etwa ein, wie wenn der Vorhang risse und der Mensch sieht dann hinein in die geistigen Welten. Das nennt man das Zerreißen des Vorhangs. So, jetzt habe ich richtig Gänsehaut. Gebe mal Antichristel zum Wiederholen. Danke, Christine. Das 4. ist die Kreuzigung. Der Schüler wieder ein ganz bestimmtes Gefühl in sich entwickeln.
Heute identifiziert der Mensch seinen Leib mit seinem Ich. Wer die christliche Einweihung durchmachen will, muss sich gewöhnen, seinen Leib so durch die Welt zu tragen, wie man einen fremden Gegenstand, etwa einen Tisch, trägt. Fremd muss ihm sein Leib werden. Wie ein Fremdes trägt er ihn zur Tür hinein, zur Tür hinaus. Wenn der Mensch in diesem Grundgefühl genügend weit fortgeschritten ist, zeigt sich ihm das, was man die Blutsprobe nennt. Gewisse Rötungen der Haut an bestimmten Stellen treten so auf, dass der Mensch die Wundmale Christi hervorrufen kann an den Händen, den Füßen und an der rechten Seite der Brust. Wenn der Mensch durch die Wärme des Gefühls imstande ist, die Blutprobe in sich zu entwickeln, was das äußere Symptom ist, dann tritt auch das innere Astrale ein, dass der Mensch sich selbst gekreuzigt sieht. Das 5. ist der mystische Tod. Der Mensch schwingt sich immer mehr und mehr hinauf zu den Empfindungen. Ich gehöre in die ganze Welt hinein. Ich bin so wenig ein selbstständiges Wesen wie die Finger an meiner Hand. Eingebettet fühlt er sich in die ganze übrige Welt, wie zu ihr gehörig. Dann erlebt er, als ob alles um ihn herum sich verdüstere, als ob eine schwarze Finsternis ihn einhülle, wie ein Vorhang, der sich um ihn verdichtet. Während dieser Zeit lernt der christlich Einzuweihende alles Leid und alle Schmerzen, alles Böse und alles Unheil, das der Kreatur anhaftet, kennen. Das ist das Hinabsteigen in die Hölle. Das muss jeder erleben. Dann tritt etwas ein, wie wenn der Vorhang risse. Und der Mensch sieht dann hinein in die geistigen Welten. Das nennt man das Zerreißen des Vorhangs. Ich darf weitergeben an die Julia. Entschuldigung. Entschuldigung, ich wollte nur was sagen. Christine hat zu Recht gesagt, also da steigt einem die Gänsehaut auf. Und während wir das gelesen haben, schon von Anfang an, habe ich das Gefühl, diese Stufen, die hier aufgezählt werden, die haben was sehr Konkretes. Die haben was mit meinem Leben zu tun. Die erlebe ich auch immer wieder auf einer ganz kleinen Ebene, wie zum Beispiel Fußwaschung. Das heißt im Übertragenen für mich, dass ich niemals auf jemanden oder etwas herunterschaue oder mich besser fühle. Also das wird immer stärker in mir. Oder Geißelung, ja, auch wenn da Begriffe verwendet werden, die nicht gerade modern sind. Aber für mich heißt das einfach, wenn ich ein Leid habe, es zu ertragen und nicht so viel rumzujammern. Dornenkrönung, was spüre ich da? Ja, das mit Spott und Hohn, das hat mich angesprochen. Ich erlebe es in letzter Zeit immer weniger, aber das hat, glaube ich, ist in der Gesellschaft auch, kommt immer wieder vor, wenn Menschen über Geistiges sprechen, über esoterisch-spirituelles, dass sie ausgelacht werden. Oder man ihnen sagt, ja, du gehörst in die Klapse. Und bei der Kreuzigung, den Leib so durch die Welt zu tragen wie einen fremden Gegenstand. Das habe ich jetzt wieder gespürt. In der letzten Woche war ich krank. Und ich glaube, die unterste Stufe ist, dass man sich wirklich um seinen Körper annimmt. Und sobald irgendein Symptom auftaucht, also sich sofort damit beschäftigt, was kann ich selber tun. Das ist, glaube ich, die unterste Stufe, dass ich mich meinem Körper gegenüberstelle und ihn als etwas behandle, in dem ich zwar wohne, aber das mir nicht gehört. So ein bisschen eine Distanz entsteht da auch. Also ich habe so das Gefühl, dass all diese Stufen ich im Leben irgendwo nachvollziehen kann. Auf einer sehr niedrigen Stufe zwar, ohne jetzt irgendwelche Zeichen am Körper zu haben oder sonst was.
Ja, also ich finde auch, dass gerade diese Kreuzigung, dass man seinen eigenen Körper wie einen fremden Gegenstand fühlt, das habe ich erst letzten Sommer gehabt. Da hatte ich extrem starke Knie- und Fußschmerzen. Ich habe dann extreme Entzündungswerte gehabt. Ich dürfte mir irgendwas eingefangen haben oder das auf jeden Fall, das war so schmerzhaft, dass ich nicht einmal auftreten habe können. Und das ist wirklich über Nacht gekommen. Also am Vortag war alles in Ordnung. Ich war total fit und am nächsten Tag waren diese unglaublichen Schmerzen da und da sieht man erst, wie man auch abhängig ist von dem Körper. Also wie man geistig zwar dasselbe ist wie am Vortag, ich habe mich überhaupt nicht verändert. Ja, das war jetzt kein traumatisches Erlebnis, aber jetzt auf einmal ist dieser Schmerz da und da sieht man halt, dass dieser Körper eben auch etwas Fremdes darstellt. Also er gehört zwar zum, ich bin der Körper, aber er ist gleichzeitig auch ein Naturding irgendwo und kann verletzt werden oder kann irgendwas kann ihn betreffen und er kann auf einmal schmerzen und ich kann weder was dagegen tun, noch kann ich das kontrollieren. Ich kann es auch oft nicht verhindern. Und, und das ist dann, das ist, finde ich, da sehr interessant, dass das eben eine Stufe ist auf diesem Weg, dass man eben lernt, den Körper eben so auch wahrzunehmen. Also, dass man sich Mhm. nicht mit ihm identifiziert und trotzdem für ihn verantwortlich ist. Mhm. Also, das finde ich Genau. ganz interessant. Mhm. Genau. Sind wir nicht auch unsere Zellen? Also wenn der Christus jede Zelle seines Körpers erlebt hat und bewusst fühlen hat können, hat er sie wahrscheinlich auch bis zu einem gewissen Grad beeinflussen können mit seinem Bewusstsein, oder? So, dass er Verantwortung hat für den Körper und damit aber auch der Körper selber ist, wenn er ihn mit Bewusstsein erfüllt hat bis in die letzte Zelle. Dann hat's ja dann ist es ja eigentlich berechtigt, wenn man sich dann mit dem Körper auch identifiziert. Also so viel wie ich jetzt gelesen habe, arbeiten ja viele Wesenheiten in unserem Körper. Wir selber können ja noch gar nicht sagen, ich atme jetzt oder ich lasse mein Herz schlagen oder die Drüsen arbeiten. Das machen ja die Wesenheiten mit uns. Das Einzige, wo wir ja mit uns arbeiten können, oder an unserem Astralleib zuarbeiten. Und dann geht's mir dann immer, wenn ich dann Schmerzen habe, dann denke ich mir, die Therapie sagt mich jetzt da wieder, was, ähm, was habe ich jetzt herangezogen, damit ich jetzt diese Auswirkungen spüre. Habe ich schlechte Gedanken gehabt und jetzt wirken vielleicht andere Wesenheiten stärker, weil ich dann genau diese Ebenen herangezogen habe. Also das sind so meine Gedanken. Ich kann manchmal auch ganz gut nicht so beobachten, was passiert jetzt da in mir drinnen. Wie wenn ich wirklich so zuschaue, na ja, da zwickt's wieder, was gibt was, ob man sieht jetzt das. Und wie kann ich das jetzt beeinflussen durch, ja, durch meine Gedanken, durch meine Gefühle, die ich jetzt habe und ob ich da was verändern kann. Also ich probiere das so immer wieder für mich aus. Ich finde das auch Ja, so und Entschuldigung, so faszinierend bei all diesen Stufen, die hier aufgezählt werden. Es ist immer so der Blick ins Geistige dabei. Und gerade am Beispiel des Körpers, ähm, wenn ich da, sagen wir, am Weg weiter fortgeschritten bin und da tiefer hineinschauen kann, dass das wirklich hilft dann im Hinblick auf den Tod. Dass dann, wie er eben sagt, dass der Leib einem so fremd geworden ist, dass man ihn ganz leicht loslässt, dass das ganz einfach ist, weil gerade beim Tod fürchten wir uns ja am meisten, was geschieht dann mit meinem Körper, wo bin ich dann? Und wir sind so mit dem Körper identifiziert. Daher kommt, glaube ich, auch ganz viel Angst. Und ich wollte noch sagen, Julia, was du angesprochen hast, das wäre ja quasi die Endstufe. Also das wäre der Mensch in seiner höchsten, also der Geistesmensch in seiner höchsten Form, der wirklich, so wie Christus selbst, alles spürt und überall sozusagen bewusst dabei ist. Aber der Steiner, der bringt ja da etwas, was den Freud noch um Dimensionen übersteigt. Weil der Freud sagt ja nur, wir haben
ein riesiges Unbewusstes und das Bewusste ist nur so wie der Eisberg, ja, oben. Und der Steiner sagte eigentlich damit, dieses Unbewusste ist noch viel, viel, viel größer, weil auch unser ganzer Körper, alle Vorgänge da, alles, was da ist uns überhaupt nicht bewusst und auch nicht derzeit noch nicht zugänglich. Das heißt, das ist was da in uns bewusst ist und was wir da jetzt bewusst so wahrnehmen und was da in uns spricht oder denkt, das ist nur so ein ganz, ganz kleiner Teil und, und irrsinnig viel in uns ist einfach noch nicht bewusst und muss erst langsam, ganz langsam bewusst gemacht werden. Also das finde ich auch so interessant beim Steiner, dass das eben noch viel extremer ist in den Dimensionen, wie das, was der Freud beim Unterbewusstsein da irgendwie herausgefunden hat. Ja, und mein Verständnisproblem ist nur, dass ich mir vorstelle, erst ist es so, dass wir uns bis in die letzte Zelle bewusst werden müssen unseres Körpers, um ihn dann loslassen zu können und aus dieser Körperidentifikation rausgehen. So in der Beschreibung kommt es ja jetzt so vor, ne, dass man dann sagt: „Ich identifiziere mich nicht mehr mit meinem Körper.“ Aber dazu braucht es mal die Schritte, dass ich ihn bis zur letzten Zelle erfüllt habe mit Bewusstsein, weil sonst fehlt da ja was. Hm, oder habe ich da vielleicht auch was falsch verstanden? Na, also da kann ich dir durchaus zustimmen, dass das wahrscheinlich so ist. Und der Körper arbeitet ja auch mit. Der zeigt uns ja, wohin der Weg geht, weil wenn ich dann mal 90 bin, da schaue ich nicht so aus wie jetzt. Ja? Da, da hat man alle möglichen Leiden und Schmerzen und der Körper wird schrumpelig und ich habe den Tod meiner Mutter miterlebt die war 94 und der Körper signalisiert dann auch, ja, so jetzt reicht, jetzt ist genug, ich hab genug getragen, jetzt ist Schluss. Aber das Ganze hat halt auch irgendwo auch eine Beruhigung. Also für mich ist das ganz tröstend und irgendwie total alles erleichternd, wenn man diesen Karma-Gedanken und diesen Wiederverkörperungsgedanken wirklich verinnerlicht, weil das heißt so viel wie, ich kann jetzt zwar sehr viel tun, aber ich werde in dem Leben bei Weitem nicht alles erreichen und ich habe noch viele weitere Leben, wo es weitergeht und das nimmt doch einen Druck weg, ja, weil ein Mensch, der glaubt, er muss in diesem einen Leben alles machen und alles erleben und dann ist es vorbei. Oder auch, also entweder es ist ganz vorbei, so materialistisch gedacht, oder das ist jetzt das ultimative Leben und dann wird für die Ewigkeit entschieden, kommt in die Hölle oder den Himmel, ja. Da, Das macht einen unglaublichen Druck, beides, ja, oder es ist unglaublich frustrierend. Und wenn man aber sagt, okay, dieses Leben ist nur ein Leben von vielen und diese vielen Leben sind dann ein großes Leben, dann finde ich, dann versteht man auch, dass das eben so ein Kontinuum ist, wo ich halt jedes Leben ein bisschen weiterkomme. Und dann brauche ich jetzt mir auch nicht so einen Stress machen, beziehungsweise nimmt das dann irrsinnig viel Druck weg. Ja. Und ich glaube, die meisten Materialisten wollen ja auch nicht mehr zurück. Also für die ist wahrscheinlich der Karma-Gedanke das Allerschlimmste. Ja. Ja, aber trotzdem wissen sie nicht, was nachher kommt. Das wollen sie dann auch nicht wissen. Und das macht ihnen ja genauso Angst wie jeden anderen auch. Ja, weil unbewusst spürt man ja, dass da mehr ist. Aber Genau. man schaut halt nicht. Mhm. Ja, verständlich. Irgendwie. Okay, ich lese mal weiter. Das 6. ist die Grablegung und Auferstehung. Wenn der Mensch so weit ist, muss er sagen können: „Ich habe mich schon daran gewöhnt, meinen Leib als ein Fremdes anzusehen, aber jetzt betrachte ich alles auf der Welt als mir so nahestehend wie meinen eigenen Leib, der ja nur aus diesen Stoffen genommen ist. Eine jede Blume, ein jeder Stein steht mir so nahe wie mein Leib. Dann ist der Mensch in dem Erdenplaneten begraben. Notwendig verbunden ist diese Stufe mit einem neuen Leben, mit dem sich vereinigt fühlen,
mit der tiefsten Seele des Planeten, mit der Christusseele, die da sagt, die mein Brot essen, die treten mich mit Füßen. Das 7., die Himmelfahrt, lässt sich nicht beschreiben. Man muss eine Seele haben, die nicht mehr darauf angewiesen ist, durch das Instrument des Gehirns zu denken, um das zu empfinden, was der Betreffende als das, was man Himmelfahrt nennt, durchmacht, muss man eine Seele haben, die dieses Gefühl erleben kann. Das Durchgehen durch demütig hingebungsvolle Zustände stellt das Wesen der christlichen Einweihung dar. Wer sie so ernsthaftig durchgeht, der erlebt seine Auferstehung in den geistigen Welten. Nicht jeder kann das heute durchführen. Daher ist es notwendig, dass eine andere Methode besteht, die zu den höheren Welten hinaufführt. Das ist die rosenkreuzerische Methode. Davon mochte ich auch wiederum 7 Glieder anführen, die ein Bild davon geben sollen, was es innerhalb dieser Schulung gibt. Manches ist davon bereits beschrieben in Luzifers Gnosis. Manches kann man nur innerhalb der Schulung selbst vom Mensch Blättern zum Mensch gegeben werden, doch muss man sich einen Begriff davon machen, was die Schulung dem Menschen gibt. Sie hat wiederum 7 Stufen, doch nicht nacheinander. Es kommt dabei auf die Individualität des Schülers an. Der Lehrer gibt das an, was ihm geeignet erscheint für seinen Schüler, und vieles andere tritt noch dazu, das sich der äußeren Erörterung entzieht. Ja, und jetzt kommen dann die Stufen wieder, die 7 Stufen. Bis dahin gebe ich zum Wiederholen weiter an die wer hat Thomas, an den Thomas bitte. Ab wann war das? Ab das 6.? Ja. Ja. Oder? Das 6. ist die Grablegung und Auferstehung. Wenn der Mensch so weit ist, muss er sagen können, ich habe mich schon daran gewöhnt, meinen Leib als ein Fremdes anzusehen. Aber jetzt betrachte ich alles auf der Welt als mir so nahestehend wie meinen eigenen Leib, der ja nur aus diesen Stoffen genommen ist. Eine jede Blume, ein jeder Stein steht mir so nahe wie mein Leib. Dann ist der Mensch in dem Erdenplaneten begraben. Notwendig verbunden ist diese Stufe mit einem neuen Leben, mit dem sich vereinigt fühlen mit der tiefsten Seele des Planeten, mit der Christusseele, die da sagt, die mein Brot essen, die treten mich mit Füßen. Das 7., die Himmelfahrt, lässt sich nicht beschreiben. Man muss eine Seele haben, die nicht mehr darauf angewiesen ist, durch das Instrument des Gehirns zu denken. Um das zu empfinden, was der Betreffende als das, was man Himmelfahrt nennt, durchmacht, muss man eine Seele haben, die dieses Gefühl erleben kann. Das Durchgehen durch demütig hingebungsvolle Zustände stellt das Wesen der christlichen Einweihung dar. Wer sie so ernsthaftig durchgeht, der erlebt seine Auferstehung in den geistigen Welten. Nicht jeder kann das heute durchführen. Daher ist es notwendig, dass eine andere Methode besteht, die zu den höheren Welten hinaufführt. Das ist die rosenkreuzerische Methode. Davon möchte ich auch wiederum 7 Glieder anführen, die ein Bild davon geben, was es innerhalb dieser Schulung gibt. Manches ist davon bereits beschrieben in Luzifer-Gnosis, manches kann nur innerhalb der Schulung selbst von Mensch zu Mensch gegeben werden. Doch muss man sich einen Begriff davon machen, was die Schulung dem Menschen gibt. Sie hat wiederum 7 Stufen, doch nicht nacheinander. Es kommt dabei auf die Individualität des Schülers an. Der Lehrer gibt das an, was ihm geeignet erscheint für seinen Schüler. Und vieles andere tritt noch dazu, das sich der äußeren Erörterung entzieht.
Dann gebe ich weiter an die Elke. Danke, Thomas. Die 7 Stufen sind folgende. Erstens Studium, zweitens imaginative Erkenntnis, drittens inspirierte Erkenntnis oder Lesen der okkulten Schrift, viertens Bereitung des Steins der Weisen, fünftens Entsprechung zwischen Makrokosmos und Mikrokosmos, sechstens Hineinleben in den Makrokosmos, siebtens Gottseligkeit. Das Studium im Rosenkreuzer Sinne ist das sich vertiefen können in einen solchen Gedankeninhalt, der nicht der physischen Wirklichkeit, sondern der den höheren Welten entnommen ist. Das, was man das Leben in reinen Gedanken nennt. Das wird sogar von den heutigen Philosophen meistenteils geleugnet. Sie sagen, ein jedes Denken müsse einen gewissen Rest von sinnlicher Anschauung haben. Das ist aber nicht der Fall, denn kein Mensch kann zum Beispiel einen wirklichen Kreis sehen. Einen Kreis muss man im Geiste sehen. Auf der Tafel ist er nur eine Anhäufung kleiner Kreideteilchen. Einen wirklichen Kreis kann man nur erlangen, wenn man absieht von allen Beispielen von der äußeren Wirklichkeit. So ist in der Mathematik das Denken ein übersinnliches. Aber auch in den anderen Dingen der Welt muss man übersinnlich denken lernen. Und eine solche Denkweise haben die Eingeweihten immer über das Wesen des Menschen gehabt. Die Rosenkreuzer Theosophie ist eine solche übersinnliche Erkenntnis und ihr Studium, wie wir es jetzt getrieben haben, ist die erste Stufe für die Rosenkreuzer Schulung selbst. Nicht aus einem äußeren Grunde trage ich die rosenkreuzerische Theosophie vor, sondern weil dies die erste Stufe der rosenkreuzerischen Einweihung ist. Ich gebe weiter zum Wiederholen an die Christel. Danke, Elke. Die 7 Stufen sind folgende. Erstens Studium, zweitens imaginative Erkenntnis, drittens inspirierte Erkenntnis oder Lesen der okkulten Schrift, viertens Bereitung des Steins der Weisen, fünftens Entsprechung zwischen Makrokosmos und Mikrokosmos, sechstens Hineinleben in den Makrokosmos, siebtens Gottseligkeit. Das Studium im Rosenkreuzer Sinne ist das sich vertiefen können in einen solchen Gedankeninhalt, der nicht der physischen Wirklichkeit, sondern den höheren Welten entnommen ist, das, was man das Leben im reinen Gedanken nennt. Das wird sogar von den heutigen Philosophen meistenteils geleugnet. Sie sagen, ein jedes Denken müsse einen gewissen Rest von sinnlicher Anschauung haben. Das ist aber nicht der Fall, denn kein Mensch kann zum Beispiel einen wirklichen Kreis sehen. Einen Kreis muss man im Geiste sehen. Auf der Tafel ist er nur eine Anhäufung kleiner Kreideteilchen. Einen wirklichen Kreis kann man nur erlangen, wenn man absieht von allen Beispielen von der äußeren Wirklichkeit. So ist in der Mathematik das Denken ein übersinnliches. Aber auch in den anderen Dingen der Welt muss man übersinnlich denken lernen. Und eine solche Denkweise haben die Eingeweihten immer über das Wesen des Menschen gehabt. Entschuldigung. Die Rosenkreuzer Theosophie ist eine solche übersinnliche Erkenntnis und ihr Studium, wie wir es jetzt getrieben haben, ist die erste Stufe für die Rosenkreuzer Schulung selbst. Nicht aus einem äußeren Grunde trage ich die rosenkreuzerische Theosophie vor, sondern weil dies die erste Stufe der rosenkreuzerischen Einweihung ist. Pardon. Ich gebe weiter an die Susanne. Danke, Christel. Die Menschen denken wohl oft, es sei unnötig, über die Glieder der Menschennatur oder die Evolution der Menschheit oder die verschiedenen planetarischen Entwicklungen zu reden. Sie möchten sich lieber in schöne Gefühle aneignen,
Ernsthaft studieren wollen sie nicht. Doch wenn man sich auch noch so viele schöne Gefühle aneignet, in der Seele, es ist unmöglich, dadurch allein in die höhere Welten hinaufzukommen. Nicht Gefühle will die Rosenkreuzer Theosophie erregen, sondern die gewaltigen Tatsachen der geistigen Welten, die Gefühle selbst antönen lassen. Als eine Art von Schamlosigkeit empfindet es der Rosenkreuzer, wenn er auf die Menschen losstürmt mit Gefühlen. Er führt sie hinein in den Werdegang der Menschheit, in der Voraussetzung, dass die Gefühle dann von selbst entstehen. Er lässt vor ihnen erstehen den wandelnden Planeten im Weltenraume, und wenn die Seele diese Tatsachen erlebt, dann soll sie mächtig ergriffen werden in ihren Gefühlen. Es ist nur eine Herumrederei, wenn man sagt, man solle sich direkt an das Gefühl wenden. Das ist nur eine Bequemlichkeit. Die Rosenkreuzer Theosophie lässt die Tatsachen sprechen. Und wenn diese Gedanken dann in das Gefühl einfließen, es überwältigen, dann ist das der rechte Weg. Nur was der Mensch aus sich selbst empfindet, kann ihn beseligen. Der Rosenkreuzer lässt die Tatsachen im Kosmos sprechen, denn das ist die unpersönlichste Art zu lehren. Es ist ganz gleichgültig, wer vor ihnen steht, denn nicht durch eine Persönlichkeit sollen sie ergriffen werden, sondern durch das, was diese Persönlichkeit von den Tatsachen des Weltenwerdens zu ihnen spricht. Daher ist in der Rosenkreuzer Schulung jede unmittelbare Verehrung für den Lehrer gestrichen. Er beansprucht sie nicht, er braucht sie nicht. Er will sprechen zum Schüler von dem, was ohne ihn da ist. Boah, ich finde das so ergreifend. Christine, Ja. gib dich wieder weiter. Klasse. Die Menschen denken wohl oft, es sei unnötig, über die Glieder der Menschennatur oder die Evolution der Menschheit oder die verschiedenen planetarischen Entwicklungen zu reden. Sie möchten sich lieber schöne Gefühle aneignen, ernsthaft studieren wollen sie nicht. Doch wenn man sich auch noch so viele schöne Gefühle aneignet in der Seele, es ist unmöglich, dadurch allein in die höheren Welten hinaufzukommen. Nicht Gefühle will die Rosenkreuzer Theosophie erreden, sondern durch die gewaltigen Tatsachen der geistigen Welten die Gefühle selbst anklingen lassen. Als eine Art von Schamlosigkeit empfindet es der Rosenkreuzer, wenn er auf die Menschen losstürmt mit Gefühlen. Er führt sie hinein in den Werdegang der Menschheit in der Voraussetzung, dass die Gefühle dann von selbst entstehen. Er lässt vor ihnen erstehen den wandelnden Planeten im Weltenraume. Und wenn die Seele diese Tatsachen erlebt, dann soll sie mächtig ergriffen werden in ihren Gefühlen. Es ist nur eine Herumrederei, wenn man sagt, man solle sich direkt an das Gefühl wenden. Das ist nur eine Bequemlichkeit. Die Rosenkreuzer Theosophie lässt die Tatsachen sprechen. Und wenn diese Gedanken dann in das Gefühl einfließen, es überwältigen, dann ist das der rechte Weg. Nur was der Mensch aus sich selbst empfindet, kann ihn beseligen. Der Rosenkreuzer lässt die Tatsachen im Kosmos sprechen, denn das ist die unpersönlichste Art zu lehren. Es ist ganz gleichgültig, wer vor ihnen steht, denn nicht durch eine Persönlichkeit sollen sie ergriffen werden, sondern durch das, was diese Persönlichkeit von den Tatsachen des Weltenwerdens zu ihnen spricht. Daher ist in der Rosenkreuzer Schulung jede unmittelbare Verehrung für den Lehrer gestrichen. Er beansprucht sie nicht, er braucht sie nicht. Er will sprechen zum Schüler von dem, was ohne ihn da ist. Geht jetzt mal dich, Thomas, weiter, außer ihr wollt noch
Massage. Ich wollte nur kurz sagen, das ist für mich also total desillusionierend, was hier beschrieben wird, der geistige Weg. Nicht, dass mich das jetzt erschreckt, aber es ergreift mich irgendwie, weil wie das hier beschrieben wird, dass es nicht primär um Gefühle geht. Gefühle können dann daraus erwachsen. Aber wenn man an die Tatsachen der geistigen Welt herankommen will, dann, das steht zwar hier nicht, aber das spüre ich so, man muss es wollen. Der Mensch muss seinen Beitrag dabei leisten. Wenn ich das nicht will, dann komme ich nirgendwo hin, weil es tut niemand für mich. Und eben der Rosenkreuzer Weg beschreibt nur Tatsachen. Und wenn ich es nicht tue und nicht will, dann wird nichts passieren. Eben wie der Lehrer auch keine Verehrung haben will, hat ja der Rudolf Steiner auch immer gesagt. Ich will nicht von euch verehrt werden, sondern dass ihr mich versteht. Und das macht diesen Weg auch so anstrengend, aber auch so lohnend. Aber ich kann das eigentlich schon nachvollziehen. Wir haben ja das immer wieder selber erfahren, wenn wir so Texte gelesen haben. Wir lesen es, wir wollen es verstehen und auf einmal kommt das so Gefühl, das ich kann es gar nicht beschreiben, das erfüllt oder überfüllt einen manchmal, dass man sich denkt, boah, ich kann das gar nicht greifen, was in dem Moment ein bestimmter Text oder Zeile gerade mit mir macht. Und ich denke halt, dass vielleicht auch das gemeint ist, dass da so tief in uns irgendwas ausgelöst wird, was das diese Gefühle sind. Nicht, dass ich vorher sage, ach, das ist toll und schön und das habe ich gelesen und das, sondern ich lese jetzt den Text und denke, boah, was steckt denn da alles drin? Da ist dann so, ich kann es nicht beschreiben, aber es ist ja ein Gefühl, das so überwältigend ist, wenn man sich mit dem beschäftigt. Also ich kann das sehr gut nachempfinden, was du gerade gesagt hast, Christine. Ich habe für mich festgestellt, es ist, wenn man ein wirklich ganz tiefes Erkennen dessen, was da steht und was er uns sagen will, was damit in Zusammenhang steht, dann habe ich dieses Gefühl in mir auch schon gehabt, dass ich so ein Glücksgefühl und so ein, ja, jetzt habe ich es verstanden, jetzt weiß ich, was er mir sagen will und worauf es ankommt. Also ich habe das so für mich entdeckt und bin eigentlich auch sehr glücklich. Das sind zwar seltene Momente oder es dauert manchmal sehr lange, bis man dann dahin kommt, aber wenn man sie dann erreicht, dann ist es umso erfüllender. Aber auch in gewisser Weise, dass ich als Erzähler fungiere, oder? Also, wenn ich jetzt, ins Johannesevangelium gehe, in die Dornenkrönung, dass ich mir nichts mache aus Spott und Hohn und das jetzt damit rübernehme, dass ich dann auch jetzt, von den geistigen Welten erzähle, um vielleicht auch bei anderen 'n Feuer zu entfachen. Also, jetzt nicht mit Meditation und, Musik sondern mit wirklichen Tatsachen, die über die geistige Welt, über das Entstehen spreche. Also, das habe ich ja auch schon erlebt, dass man dann auch was entzündet, also nicht nur dann bei sich selber, aber dann muss ich ja auch für mich wirklich, mich mal auf die Hinterbeine setzen und sagen: „Ich erzähle das jetzt auch mal und es ist mir egal, was andere Leute denken oder was sie über mich denken.“ Nämlich immer so Also mein ich glaube, Ding. ich stimme dir absolut zu, Susanne. Ich glaube, es ist wirklich das Prinzip der Wahrhaftigkeit, dass wenn wir über diese Dinge sprechen, dann strahlen wir sie ja auch aus. Dann spürt unser Gegenüber, da kommt etwas. Das ist tatsächlich, die können das wahrscheinlich gar nicht greifen. Ich weiß nicht, ob ich das überhaupt greifen kann, wenn ich darüber spreche, ja. Aber ich weiß, dass es aus einer tiefen, tiefen Überzeugung herauskommt. Und wenn man diese Überzeugung und diese Wahrhaftigkeit lebt, in dem, was man tut, in dem, was man sagt, ich glaube, das ist schon eine gewisse Entwaffnung auch beim anderen. Und eine gewisse Neugierde wird da ja auch geweckt. Ja, Wie kommt der dazu oder wie kommt die dazu, so etwas zu sagen mit dieser Überzeugung? Ja,
Also das habe ich schon oft erlebt. Ja, da war das nämlich genau, was du sagst, Christel, dann habe ich das noch mal von dir aufgegriffen, Elke. Das ist nämlich so bei mir in Erinnerung geblieben, mit dem im Großen wie im Kleinen. Also, wenn ein Mensch sich wirklich Gedanken darüber macht, wie ist er entstanden oder wie ist es die ganze Welt entstanden. Da sagtest du ja mal in einem Vortrag, dass man das auch schon auf das Kleine hinunterschrauben kann und mal überlegt, wie ist man denn als klein also, wie wird man denn geboren oder wie entwickelt sich ein Mensch im Mutterleib? Das ist ja auch diese verschiedenen Stufen, wie wir da durchgehen. Und dann hatte ich 'n Gespräch hier am Sonntag und als ich das dann gesagt habe, ja, viele Menschen, die aber irgendwann nach dieser Sinnhaftigkeit suchen und wenn man da einfach nur dieses Gleichnis nimmt, das kleine Baby, was im Mutterleib entsteht und das wir als Wunder sehen, so kann man's ja auch im ganz Großen sagen. Und da hat sich 'n Gespräch entzündet, das hätte ich niemals gedacht. Das war so schön. Und das kommt jetzt grade mit dieser Zeile, so in Berührung, wo Menschen dann wirklich anfangen nachzudenken und man merkt, jetzt kommen Gefühle auf. Ja, weil es werden so Tatsachen angesprochen, ne? Oder wir selber. Mir fällt noch was ein zu den Gefühlen, so wie er es beschrieben hat jetzt. Ich habe den Eindruck, es gibt so die einen Gefühle, die schon vorhandenen, auf die man immer wieder zurückgreift, bewusst oder unbewusst, tendenziell eher unbewusst. Und das ist so ein Kontingent an schon erlebten Gefühlen und die unterschiedlichen Situationen im Alltag, ähm, holen dann vorhandene, schon abgespeicherte Gefühlsregungen in einem hervor. Und das ist schon das Tote, das Abgestorbene. Und jetzt geht's aber darum, die Seele durch den Weg, zu neuen Gedanken zu führen, die aus dieser Ebene kommen, die noch nicht in uns war. Das ist das Neue. Und, das eine sind die so wie die toten Gedanken, die abgestorbenen Gedanken. Das will ich eigentlich damit sagen, gibt's jetzt für mich nach dem, was wir gelesen haben, auch abgestorbene Gefühle, die sich immer wiederholen und in der Schleife sich befinden. Und eben das, worum es da jetzt geht, ist eben diese neuen Gefühle, diese noch nicht gefühlten Gefühle der Seele zukommen zu lassen. Ich finde, da sind wir wieder bei dem Thema, bei dem Willensthema. Also das sehe ich heute als großes Problem, dass wir leben in so einer Art Entertainment-Kultur, dass die meisten Menschen glauben, sie setzen sich wohin und dann steht vorne jemand und tut sie passiv mit irgendwas versorgen oder berieseln und so, ja. Und für echte Erkenntnis gehört eben, das ist nicht nur etwas Intellektuelles, sondern da muss ich wirklich den Willen haben, da weiterzukommen. Ich glaube, der Steiner sagt das irgendwo, um wirklich weiterzukommen, muss man nach Erkenntnis so einen Hunger und einen Durst empfinden wie jemand, der irgendwo in der Wüste ist und Hunger und Durst empfindet für Nahrung. Genau so brennend. Und da schließt sich auch irgendwie der Kreis, weil das, was er da beschreibt, das klingt ja so ein bisschen, wie wenn das so gefühlsarm wäre oder eigentlich gefühllos. Aber das Denken selbst, dieses reine Denken darf sich zwar nicht vom Gefühl leiten lassen, aber ich muss das mit einer unglaublichen Leidenschaft machen und mit einem unglaublichen, man könnte auch sagen, Erkenntnisdrang. Und das ist wieder was sehr Gefühlvolles, was sehr emotional, also was sehr Leidenschaftliches eigentlich. Und das ist eben wieder der Wille. Also ohne Willen, ohne wirklichen Erkenntniswillen komme ich da nicht weiter. Und das ist eben, ich nehme das heute überall wahr, dass heute auch unser ganzes Schulwesen und so weiter immer mehr in dieser Passivität angelegt ist. So nach dem Motto eben, ich sitze da und da ist dann draußen ein Lehrer und der gießt dieses Wissen irgendwie passiv in mich hinein. Und das ist genau, was eben nicht zu echter Erkenntnis führt, sondern eben zu diesen Toten. Nur zu irgendwelchen Toten, da kann der Schüler aufsagen, irgendwelche toten Floskeln, die vorher jemand lebendig gedacht hat,
und wenn er das brav runterredet, dann bekommt er halt ein sehr gut. Also das sehe ich halt heute als ganz großes Problem. Ja, da kann ich dir nur zustimmen. Diese luziferische Verführung, die es uns allen sehr schwer macht, da die Willensanstrengung zu aktivieren. Ich glaube, das spürt jeder, der die Nebenübungen macht, wie schwierig das ist, wie anstrengend und wie ich mich da jeden Tag aufraffen muss und mich oft frage, warum eigentlich? Ja, warum ist das andere, das zieht so, das ist so stark, ja. Das ist richtig. Es wäre, glaube ich, jemand zum Wiederholen dran. Nein, ich glaube, Thomas will weitergehen zum Lesen. Wiederholen oder weiterlesen, oder? Wiederholen. Aha, okay. Nee, das haben wir doch jetzt schon zweimal gelesen. Wir haben es jetzt eigentlich schon wiederholt. Ja. Ja? Ja. Aha. Der Entschuldigung. geht da jetzt weiter. Mhm. Ja. Derjenige, der dann hinaufdringen will in die höheren Welten, muss sich an jenes Denken gewöhnen, das einen Gedanken aus dem anderen hervorgehen lässt. Ein solches Denken ist entwickelt in meiner Philosophie der Freiheit und Wahrheit und Wissenschaft. Diese Bücher sind nicht so geschrieben, dass man einen Gedanken nehmen und an eine andere Stelle hinsetzen könnte. Sie sind vielmehr so geschrieben, wie ein Organismus entsteht. Ebenso wächst ein Gedanke aus dem anderen hervor. Diese Bücher haben gar nichts zu tun mit dem, der sie geschrieben hat. Er überließ sich dem, was die Gedanken selbst in ihm erarbeiteten, wie sie sich selbst gliederten. So ist das Studium für den, der es in einer gewissen elementaren Weise absolvieren will, ein sich Bekanntmachen mit den elementaren Tatsachen der Geisteswissenschaft selber, während für den, der höher hinauf will, es ein Vertiefen in ein Gedankengebäude ist, das einen Gedanken aus dem anderen, aus sich selbst heraus wachsen lässt. Ja. Dann gebe ich zum Wiederholen an die Christine weiter. Derjenige, der dann hinaufdringen will in die höheren Welten, muss sich an jenes Denken gewöhnen, das einen Gedanken aus dem anderen hervorgehen lässt. Ein solches Denken ist entwickelt in meiner Philosophie der Freiheit und Wahrheit und Wissenschaft. Diese Bücher sind nicht so geschrieben, dass man einen Gedanken nehmen und an eine andere Stelle hinsetzen könnte. Sie sind vielmehr so geschrieben, wie ein Organismus entsteht. Ebenso wächst ein Gedanke aus dem anderen hervor. Diese Bücher haben gar nichts zu tun mit dem, der sie geschrieben hat. Er überließ sich dem, was die Gedanken selbst in ihm erarbeiteten, wie sie sich selbst gliederten. So ist das Studium für den, der es in einer gewissen elementaren Weise absolvieren will, ein sich bekannt machen mit den elementaren Tatsachen der Geisteswissenschaft selber, während für den, der höher hinauf will, es ein Vertiefen in ein Gedankengebäude ist, das einen Gedanken aus dem anderen, aus sich selbst herauswachsen lässt. Okay. Ich finde das so toll, weil das ist eigentlich, das, was er da beschreibt, ist eigentlich der höchste Anspruch, den der Hegel gehabt hat. Ja, also quasi als Krone des abendländischen Denkens, dass sich der Weltgeist sozusagen selbst denkt und er ist nur ein Werkzeug und das sind reine Gedanken, die sich vollkommen natürlich aus sich selbst ergeben und die jeder nachvollziehen kann. Also das war dem Hegel sein Anspruch eigentlich und er hat es auch bis zu einem gewissen Grad geschafft, aber das Problem war da wieder, dass ihm dann die äußere Natur, also das, was dann wirklich draußen eben nicht Gedanken ist, dass ihm das irgendwo entschwunden ist und dass er dann das Problem gehabt hat, okay, jetzt habe ich da ein riesiges Gedankengebäude, aber wie kommt da jetzt diese wirkliche Welt da draußen hinein? Also das ist halt das große Problem mit der Naturphilosophie damals. Aber wie er das da beschreibt, dass sich ein Gedanke aus dem anderen entwickelt, also das könnte eine Einleitung vom Hegel persönlich sein in seine Philosophie. Ja, sehr interessant.
Wie meinst du das? Wie kommt da jetzt die Welt hinein in dieses Gebäude? Ist das dann so angedacht oder wie wird das dann ausschauen, wenn diese Welt dann in dieses Gedankengebäude eindringen würde? Naja, wenn du nur ein Gedankengebäude hast, wo das eine das andere logisch ergibt, dann ist ja auch die Natur etwas, dann wird das auch total abstrakt, ja, dann ist das nur ein Gedanke letztendlich, ja, und das Problem ist dann halt, aber draußen gibt es nicht nur Gedanken, sondern dort gibt es wirkliche Bäume und also wirkliche Natur und die ist teilweise, die ist nicht völlig auf Gedanken reduzierbar, die ist chaotisch, ja, das Wachsen draußen, das Organische, das hat was, das hat was Künstlerisches oder auch was Unvorhersehbares, ja, was eben nicht logisch sozusagen konstruierbar ist. Und diese echte Natur, also diese wirkliche Welt, die man angreifen kann, die kann man nicht durch Gedanken sozusagen konstruieren. Und das war dann immer der große Vorwurf an Herrn Hegel, dass man sagt, ja, das ist schön und gut, was du da konstruiert hast, aber wie kommt jetzt diese echte Welt, wie kommt die da hinein? Also die Welt, die man angreifen kann, ja, diese ganz echte Natur. Und daran ist letztendlich auch dieses ganz große Projekt vom Hegel irgendwo gescheitert, weil das Ganze ja auch mit der menschlichen Geschichte passiert. Die versucht er ja auch ganz logisch herzuleiten und das sozusagen als Krone der Geschichte dann sich selber in seinem preußischen Staat damals zu entwerfen. Und das ist sozusagen der logische Abschluss von allem. Aber das Problem ist halt, dass die Weltgeschichte auch weitergegangen ist und nicht konstruierbar war. Ja? Und dann hat man sich auch gefragt, ja, okay, aber wie hängt das jetzt mit dieser schönen, logischen Gedankenkonstruktion zusammen? Also das sind diese großen Probleme, die sich da wieder ergeben. Gibst du weiter zum Wiederholen, Thomas? Ja, dann gebe ich gleich zum Wiederholen an die Julia. Zum Wiederholen? Ich habe jetzt gerade Zum Weiterlesen. weiterlesen. Jetzt haben wir 1858. Genau. Soll ich noch weiterlesen oder bleiben wir mal dabei? Ja, aber wer hat denn jetzt wiederholt? Das hat wiederholt. Ja. Und ich habe wiederholt. Derjenige, der dann hinaufdringen will. Ja. Hast du das wiederholt? Genau. Aha, Genau. entschuldige, das habe ich nicht mitgekriegt. Und ich wollte eigentlich an dich weitergeben. An mich? Ja. Ja, ich habe jetzt einmal einen Zeitcheck gemacht. Genau. Wir sind jetzt schon fast fertig eigentlich. Aber wir könnten noch einen kurzen Abschnitt lesen. Und das sieht dann so aus, dass wir eventuell das nächste Mal fertig werden. Vieles nämlich jetzt nicht mehr. Gerne. Ja, Von mir dann, aus super gerne. ja, dann lese ich jetzt weiter. Die zweite Stufe. Die zweite Stufe ist die imaginative Erkenntnis. Die Erkenntnis, die sich angegliedert an das, was dem Menschen durch das Denken im Studium übermittelt wird. Das ist die Grundlage. Sie muss weiter ausgebildet werden durch die eigene imaginative Erkenntnis. Wenn Sie sich manches klar machen, was ich Ihnen in den letzten Vorträgen angedeutet habe, dann werden Sie zum Beispiel im Echo Nachklänge von Vorgängen empfinden, die auf dem Saturn gang und gäbe waren. Es gibt eine Möglichkeit, alles um uns herum als Physiognomie für eine innere Geistigkeit anzusehen. Die Menschen gehen über die Erde. Sie ist ihnen ein Konglomerat von Felsen und Steinen. Aber der Mensch muss begreifen lernen, dass alles um ihn herum der wahre physische Ausdruck für den Geist der Erde ist. Ebenso wie der Leib durchseelt ist, so ist der Erdenplanet der äußere Ausdruck für einen innewohnenden Geist. Wenn die Menschen so die Erde ansehen wie einen Menschen mit Leib und Seele, erst dann haben sie einen Begriff von dem, was Goethe gemeint hat, als er sagte, alles Vergängliche ist nur ein Gleichnis. Wenn Sie im Menschenantlitz die Träne herunterperlen sehen, untersuchen Sie nicht mit den Gesetzen der Physik,
wie schnell oder wie langsam die Träne herunterperlt, sondern sie ist ihnen ein Ausdruck für die innere Traurigkeit der Seele, ebenso wie die lächelnde Wange der Ausdruck ist für die innere Heiterkeit der Seele. Der Schüler muss sich dazu erheben, dass er, wenn er über eine Wiese geht, in einer jeden Blume den äußeren Ausdruck eines Lebewesens sieht, den Ausdruck eines inneren Erdengeistes. Wie perlende Tränen kommen ihm manche Blumen vor. Andere sind ihm der freudige Ausdruck des Geistes der Erde. Jeder Stein, jede Pflanze, jede Blume, alles ist ihm der äußere Ausdruck für den inneren Erdengeist, seine Physiognomie, die zu ihm spricht. Und alles Vergängliche wird ihm ein Gleichnis für ein Ewiges, das sich in ihm ausspricht. Zum Wiederholen gebe ich weiter an die Susanne. Danke, Elke. Die zweite Stufe ist die imaginative Erkenntnis. Die Erkenntnis, die sich angliedert an das, was dem Menschen durch das Denken im Studium vermittelt wird. Das ist die Grundlage. Sie muss weiter ausgebildet werden durch die eigene imaginative Erkenntnis. Wenn Sie sich manches klar machen, was ich Ihnen in den letzten Vorträgen angedeutet habe, dann werden Sie zum Beispiel im Echo Nachklänge von Vorgängen empfinden, die auf dem Saturn gang und gäbe waren. Es gibt die Möglichkeit, alles um uns herum als Physiognomie für eine innere Geistigkeit anzusehen. Die Menschen gehen über die Erde, sie ist ihnen ein Konglomerat von Felsen und Steinen. Aber der Mensch muss begreifen lernen, dass alles um ihn herum der wahre physische Ausdruck für den Geist der Erde ist. Ebenso wie der Leib durchseelt ist, so ist der Erdenplanet der äußere Ausdruck für einen innewohnenden Geist. Wenn die Menschen so die Erde ansehen, wie einen Menschen mit Leib und Seele, erst dann haben sie einen Begriff von dem, was Goethe gemeint hat, als er sagte, alles Vergängliche ist nur ein Gleichnis. Wenn Sie im Menschenantlitz die Träne herunterperlen sehen, untersuchen Sie nicht mit den Gesetzen der Physik, wie schnell oder wie langsam die Träne herunterperlt, sondern sie ist Ihnen ein Ausdruck für die innere Traurigkeit der Seele, ebenso wie die lächelnde Wange, der Ausdruck für die innere Heiterkeit der Seele. Der Schüler muss sich dazu erheben, dass er, wenn er über eine Wiese geht, in einer jeden Blume den äußeren Ausdruck eines Lebewesens sieht, den Ausdruck eines inneren Erdengeistes. Die perlende Tränen kommen ihm manche Blumen vor, andere sind ihm der freudige Ausdruck des Geistes der Erde. Jeder Stein, jede Pflanze, jede Blume, alles ist ihm der äußere Ausdruck für den inneren Erdengeist. Seine Physiognomie, die zu ihm spricht. Und alles Vergängliche wird ihm ein Gleichnis für ein Ewiges, das sich in ihm ausspricht. Ja. Das finde ich wieder total wichtig als Ausgleich zu dem vorigen, weil alles das, was er da beschreibt, das kann man eben nur durch Fühlen erleben. Das kann man eben nicht, das ist eben nicht durch reines Denken irgendwie erschließbar, sondern da sind wir wieder im Bereich des Erfühlens, weil die Qualität, wie eine Blume ist oder was sich da ausdrückt, das kann ich nicht denken, sondern da muss ich diese Blume sehen, mich auf sie einlassen und dann spüre ich durch, was damit ausgedrückt ist. Und damit haben wir eben wieder das Fühlen drinnen. Also das ist so interessant, weil vorher hat er diese rein geistige Seite genommen, wo man alle persönlichen Gefühle draußen halten soll und muss. Aber da sind wir jetzt wieder beim Fühlen, aber jetzt geht es eben nicht um ein persönliches Fühlen, so nach dem Motto, wie geht's mir heute, sondern im Gegenteil, wenn ich versuche, ganz objektiv zu sein und das völlig rein auf mich wirken zu lassen, dann spüre ich eben wirklich dieses
diesen Makrokosmos. Also das finde ich total interessant, diesen Schwung, diesen Umschwung. Also ich finde es interessant. Ich glaube nicht, dass wir Rudolf Steiner unterstellen können, dass er die Gefühle uns absprechen möchte oder dass wir unsere Gefühle nicht wahrnehmen sollen, sondern ich glaube, er will daran appellieren, äh, den Umgang damit, ja, dass man es nicht pauschal einfach über alles hinüberstülpt und sagt, ja, aber ich empfinde das so oder ich fühle das so, sondern dass man ganz genau hinschaut und dass man eben auch dieses Denken einsetzt und dann durchaus mit den Gefühlen untermauert. Das eine muss ja das andere nicht unbedingt ausschließen. Ja, das meine ich ja. Also wenn er sagt, jeder Stein, jede Pflanze, jede Blume, alles ist ihm der äußere Ausdruck für den inneren Erdengeist und so weiter, dann muss ich ja völlig mich auf das einlassen und fühlen können, aber das wird ja eben verfälscht oder irgendwie wieder verkehrt, wenn ich da wieder mit meinen eigenen Sachen herangehe, sondern es soll ja die Blume und der Stein wirklich selbst sprechen und nicht meine Verzerrungen. Also wenn ich dann sage, vielleicht, ja, diese Blume finde ich, das betont ja der Wolfgang immer, also wenn man sagt, ja, die ist mir so sympathisch, weil ich mag Rosen und Nelken mag ich eigentlich nicht so, damit verzerre ich ja das wieder, weil ich soll ja das reine Wesen der Nelke empfinden und das reine Wesen der Rose und nicht meine Gefühle für diese schöne Rose. Also das, kommt da, finde ich, ganz sehr gut raus. Aber ich denke, Also, durch das Denken wir wissen jetzt, das ist der Erdengeist, und aus diesem Bewusstsein heraus, dieses Denken dann hinzuschauen und dann zu fühlen, was kommt hier dann entgegen. Also da ist so auch wieder, glaube ich, das Denken oder das Erkennen so erst da und dann in dem Wissen, was da vor mir ist und dann wieder dies, oh, was teilt sich mir hier mit? Und das ist wieder dieses, ja, diese nicht zu beschreiben, Gefühl für mich. also mir wird das Denken in dem Fall am meisten helfen, wenn ich mir bewusst werde, ich mache jetzt mich gefühlsmäßig leer von dem vorhandenen Gefühl in mir, mit dem ich mich vielleicht identifiziere und bewusst sage, das lasse ich abfließen. Ich mache mich leer und öffne mich jetzt für dieses Gefühl, das in mich strömt. Dafür würde ich jetzt, glaube ich, den Gedanken oder das Denken am wertvollsten finden für genau den Prozess. Das beschreibt er ja auch, glaube ich, so schön in der Philosophie, ne, was er ja hier auch schreibt, die Philosophie der Freiheit. Wir waren ja mal eins oder sind eins, wenn wir runterkommen, und dann werden wir ja zum Subjekt oder das betrachtende Subjekt und das Objekt, und in dieser inneren Wahrnehmung, wo wir dann immer wieder diese Kanne oder diesen Baum vor dem inneren Auge leben sollen oder erkennen sollen, auch in seiner Bewegung, werden wir wieder zu eins. Also wir kriegen die Wahrnehmung, dass wir das Objekt dann selber auch wieder sind. Das ist auch wunderschön, das stimmt. Beziehungsweise stellen wir uns dann in die Mitte von dem All-Eins, in dieses Trennungsbewusstsein und dann aber nicht wieder zurück ins All-Eins, sondern in die Mitte stellen. Also ich glaube so, das wäre dann der Ja, mündige Zustand. vor allen Dingen ist es jetzt bewusst, ne? Jetzt können wir es bewusst trainieren und nicht, Genau. ja. Ich habe versprochen, die Zusammenfassung zu machen beim letzten Mal. Also kann ich das auch diesmal schon gleich anbieten. Danke. Gern. Ja. Ja, wir haben ja eine Diskussion gehabt über die Zusammenfassung und so quasi daraus erkannt, dass sie jeder auf seine Art macht. Ja, sie kann auch kürzer sein, sie soll sogar etwas kürzer sein, nicht allzu ausufernd, damit wir genügend Zeit zum Lesen haben. Und Sprichst du mich persönlich an? nein, ich wollte dir das nur mitteilen, weil ich mir nicht sicher war, ob du an dieser Debatte teilgenommen hast. Ja, ich glaube, ich habe so was in Erinnerung, ja. Ja, Ich werde mich okay. zügeln. Okay. Gut, ja. Dann gibt es noch Zeitstempel, kann ich machen.
glaube, ihr wartet eh alle mal dran. Mache ich diesmal. Danke, Elke. Außer es reißt sich jemand drum. Ja, dann wollte ich noch sagen, dieser Lesekreis endet bald. Wir sind ja bald am Ende von diesem Werk Rudolf Steiners. Und es geht aber dann weiter für alle, die interessiert sind. Dieser Kreis wird weitermachen, ob mit den hiesigen Teilnehmern oder nicht, steht noch nicht fest. Aber es steht schon fest, dass das nächste Werk, das gelesen wird, die Karma-Vorträge sind. Und moderiert wird die Gruppe von Thomas und einem Kollegen. Möchtest du was sagen dazu, Thomas? Ja, das ist mir jetzt neu. Also ich habe das noch nicht gehört, weil es war ursprünglich angedacht, dass wir diese Kammervorträge am Sonntag machen. Das heißt, wir lassen jetzt diesen Termin weiter. Weil es war immer angekündigt als für Sonntag 19 Uhr oder 18 Uhr. Nein, das war der Ursprungstermin. Es gab ja den Vorschlag, dass diese Gruppe, wie sie hier ist, mit einem anderen Werk weitermacht. Und der François hat das aufgegriffen und gemeint, dass wir dann den Mittwochtermin, er hat, glaube ich, auf der Webseite steht 19 Uhr, Mittwoch 19 Uhr. Und wer von der Gruppe da bleiben will, weitermachen, das steht jedem frei. Also ich habe mich schon angemeldet. Das ist mir jetzt aber neu, weil es ist auch auf der Homepage immer, das wäre auch wichtig für Leute, die dazuhören, weil es ist auf der Homepage immer gestanden Sonntag 18 oder 19 Uhr. Das war eigentlich unser... Ist schon verändert. Ist schon verändert. Okay, ja, okay, gut. Okay. Ich wusste auch noch nichts davon. Das ist der letzte Stand, das habe ich von François von gestern. Ja. Er hat mich gefragt, ob es für mich so passt und ich war einverstanden. Und es wäre auch wieder öffentlich. Ja. Genau. Ich finde das auch gut, dass wir das beibehalten, weil den Termin haben wir schon. Genau. Und das wäre passend. Also es ist besser, als es wird wieder was umgedreht. Okay. Ja, darum ist es auch für unsere Zuhörer interessant, zu sehen, dass es hier eben weitergeht und sie sich einrichten können, falls sie interessiert sind. Ja. Weißt du denn dann, was mit unseren meine Erkenntnisse? Sonst würde ich nämlich mittwochs bei euch einsteigen mit in die Erkenntnisgruppe Fickfeld. Dann spreche ich nochmal mit François. Wenn du Zeit hast am Mittwoch 19 Uhr. Okay. Wenn du Zeit hast, ja. Okay. Das können sich natürlich auch Zuschauende melden, die da mitlesen möchten, die dann bitte bei François melden. Genau. Und man muss nochmal betonen, für jeden, der mitmachen will, das war auch am Sonntag ein Thema, es wird auf jeden Fall wieder ein öffentlicher Lesekreis. Also er wird übertragen und auf YouTube, genauso wie dieser Lesekreis. Also es ist jeder herzlich willkommen, der mitmachen möchte, aber er muss auch bereit sein, dass das eben auch, dass er gezeigt wird sozusagen. Ja, und auf der Lesekreisseite sind auch Kommunikationsregeln aufgeschrieben. Die kann man sich auch durchlesen, finde ich auch wichtig. Die Art und Weise, wie wir hier miteinander kommunizieren. Ja. Super. Okay, dann danke euch allen fürs Dabeisein, fürs Zuschauen und eine gute Woche und bis zum nächsten Mal. Gute Woche. Tschüss. Ciao. Alles lieb.